Hallo, heute arbeite ich auf einem sehr glatten Zeichenkarton. Den habe ich wieder mit Maskierband aufgeklebt und im nächsten Schritt möchte ich ihn mit einem glänzenden Malgel grundieren. Diese Grundierung verhindert, dass beim feuchten Malen Wasser in die Papierfasern eindringt und dass sich das Papier stark wellt. Ich trage das Gel mit einem Pinsel auf. Ihr könnt das aber auch mit einem Spachtel machen. Ich möchte zunächst in mehreren Farbschichten arbeiten. Für meine erste Schicht wähle ich ein mittleres Gelb und ein Magenta und dieses verteile ich, indem ich es mit dem Pinsel verstreiche und etwas Wasser an den Pinsel nehme. So vermischt sich alles. Und ich kann, wenn es noch feucht ist, gleich mit einem Zahnspachtel Muster hineinschaben. Ihr seht, das funktioniert ganz gut und das auch deshalb, weil der Untergrund, das Papier glatt ist und weil es ausreichend versiegelt ist. So sinkt die Farbe nicht ins Papier ein und ich kann sie mit dem Zahnspachtel über das Papier bewegen. Nach dem Trocknen sieht das Ganze so aus. Für meine zweite Schicht brauche ich etwas weiße Farbe und einen einfachen Spachtel oder eine Kreditkarte, eine ausgediente, und mit der ziehe ich das Weiß sehr unregelmäßig über die Oberfläche. Dadurch bekomme ich wieder etwas mehr Helligkeit und eine gute Grundlage für meine nächste Schicht. Das werdet ihr gleich sehen. So sieht das Ganze nach dem Trocknen aus. Auf die getrocknete Oberfläche kommt meine nächste Farbschicht, eine Lasur. Eine Lasur ist eine transparente, durchsichtige, sehr dünne Schicht Farbe und ich versuche das erst einfach mit Wasser zu verdünnen und ihr seht, die Farbe perlt ab, der Untergrund ist sehr glatt. Ich gebe etwas matten Acrylbinder hinzu und schon lässt sich die Farbe wunderbar dünn und transparent verteilen. Sie tönt den Hintergrund und die Farben mischen sich optisch. Solange die Oberfläche noch feucht ist, kann ich mit einer Karte oder mit einem Spachtel noch Strukturen hineinkratzen. Ich möchte einen möglichst viel strukturierten Untergrund bekommen. Mit etwas Acrylbinder und etwas Gelb möchte ich eine zweite Lasur aufbringen. Hier könnt ihr gut erkennen, wie sich dadurch die Farbe verändert.
Wenn dieser Hintergrund getrocknet ist, beginne ich mit der Kleistertechnik. Dazu mische ich mir ein Indigo-Blau mit einem Gelb zu einem Grün, füge noch eine winzige Spur Schwarz hinzu und mische das Ganze mit Tapetenkleister. So bleibt die Farbe länger feucht. Sie bekommt eine etwas dickere Textur und man kann sie sehr lange mit verschiedenen Werkzeugen auf dem Untergrund hin und her bewegen. Diese Mischung verstreiche ich also erst einmal über die ganze Fläche und dann kommen meine Werkzeuge zum Einsatz. Damit alles noch lange feucht bleibt, sprühe ich noch etwas Wasser auf die Oberfläche. Das wird jetzt ein etwas längerer, spielerischer Prozess, bei dem ich immer wieder neue Formen, Strukturen hineinkratze mit verschiedenen Werkzeugen, dann wieder teilweise mit neuer Kleisterfarbe, auch in variierenden Tönen, überdecke und wieder neu kratze, so lange, bis ich mit meiner Strukturenwelt zufrieden bin.
Wenn ich dann mit meinen Strukturen zufrieden bin, lasse ich dieses Bild lange trocknen, bis alles komplett trocken ist, am besten über Nacht. Und anschließend, am nächsten Tag, wird es noch einmal mit einem matten Acrylbinder versiegelt. Danach beginnt die nächste Technik. Mit der Negativmalerei versuche ich, die Formen von einem Hintergrund zu lösen, indem ich hellere oder auch dunklere Farbe in einige Zwischenbereiche einfüge. Ihr seht hier, wie ich das meine. Das ist eine sehr langwierige Aufgabe, aber auch eine sehr schöne meditative Arbeit. Ihr seht, wie langsam das eigentlich vonstatten geht. Und meist ist es so, dass ich die helle Farbe dann noch ein zweites oder drittes Mal auf die gleiche Stelle auftragen muss, weil sie mir nicht deckend genug oder nicht hell genug ist. Ich zeige euch diesen Vorgang deshalb auch etwas gerafft in Zeitraffer. So könnt ihr am besten verfolgen, wie ich negativ male. Hier seht ihr, wie ich dann nach dem ersten Antrocknen einfach noch eine weitere Schicht darüber lege, damit es richtig strahlt.
Hier in diese bläuliche Faltenform füge ich einfach sehr dunkle Farbe, schwarz, in die inneren Teile ein und erhöhe so die Kontraste. Dann wird die Form deutlicher sichtbar. Dem rötlichen Kreis möchte ich noch etwas Plastizität verpassen. Ich nehme sehr mit Wasser verdünnte Farbe an den Pinsel, trockne den Pinsel vorher etwas ab und reibe die Farbe mit dem trockenen Pinsel auf die Oberfläche. Zwischendrin lasse ich die einzelnen Schichten immer wieder trocknen und durch immer wieder neue Schichten vertiefe ich das Weiß, das verdünnte Weiß, zur Mitte hin. Ja, ich bin soweit fertig. Die Farben und diese Formen, die Strukturen erinnern mich tatsächlich an welkendes Gemüse. Deswegen der Titel. Vielleicht hat es euch inspiriert, auch nochmal etwas mit der Kleistertechnik und den verschiedenen anderen Techniken auszuprobieren. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Video. Tschüss.